Stell dir Europa im frühen Mittelalter vor. Städte verfallen, Straßen überwuchert. Überall Unsicherheit. Das große römische Reich, das einst den Kontinent beherrschte, ist längst Vergangenheit. Neue Völker, neue Mächte, ringen um Kontrolle. Franken, Sachsen, Langobarden. Überall herrscht das Gesetz des Stärkeren. In dieser chaotischen Welt beginnt die Geschichte eines Mannes, der Europa verändern sollte wie kaum ein anderer, Karl der Große. Doch Karls Aufstieg beginnt nicht mit ihm selbst. Die Wurzeln seines Ruhms reichen zurück zu seinem Großvater Karl Martell. Ein Name, der in der Geschichte Europas für Mut und Entschlossenheit steht. Karl Martell war kein König, sondern Hausmeier, der eigentliche Machthaber im Frankenreich, während die Merowingerkönige nur noch Schatten ihrer selbst waren. Martell war es, der das Schicksal Europas in einer einzigen Schlacht entschied. Im Jahr 732 marschiert eine gewaltige Armee des Umayyaden-Kalifats durch Spanien über die Pyrenäen nach Gallien. Ihr Ziel? Das Herz Europas. Die christlichen Reiche zittern, doch Karl Martell stellt sich ihnen entgegen. Bei Tours und Poitiers treffen zwei Welten aufeinander. Mit eiserner Disziplin und taktischem Geschick gelingt es Martell, den Vormarsch der muslimischen Armeen zu stoppen. Für viele Zeitgenossen ist dies die Rettung des christlichen Abendlandes und der Beginn einer neuen Dynastie. Nach Martells Tod übernimmt sein Sohn Pippin der Jüngere das Ruder. Auch er ist zunächst nur Hausmeier, doch die Frage steht im Raum: Wer soll herrschen? Der, der den Titel trägt, oder der, der die Macht hat? Pippin wendet sich an den Papst, bittet um Entscheidung. Und der Papst steht auf seiner Seite. Im Jahr 751 wird der letzte Merowinger abgesetzt und Pippin zum König gekrönt. Die Karolinger sind geboren, eine Revolution, die Europa prägen wird. In diese Familie wird Karl geboren, vermutlich 747 oder 748 in Aachen. Über seine Kindheit wissen wir wenig, aber eines ist sicher: Er wird von Anfang an auf die Herrschaft vorbereitet. Er lernt zu reiten, zu kämpfen, zu verhandeln. Schon als Jugendlicher begleitet er seinen Vater auf Feldzügen, lernt die Machtstrukturen kennen, die das Reich zusammenhalten. Als Pippin stirbt, wird das Reich geteilt, wie es bei den Franken üblich ist. Karl und sein Bruder Karlmann regieren gemeinsam, doch das Bündnis ist brüchig. Neid, Misstrauen, politische Intrigen, alles droht, das Frankenreich zu zerreißen. Doch dann, völlig unerwartet, stirbt Karlmann im Jahr 771. Seine Familie flieht zum Langobardenkönig Desiderius nach Italien. Plötzlich ist Karl alleiniger Herrscher. Alle Macht liegt in seinen Händen. Karl ist kein König wie die anderen. Zeitgenossen beschreiben ihn als ungewöhnlich groß, voller Energie, rastlos. Er reist unermüdlich durch sein Reich, hält Versammlungen ab, erlässt Gesetze, hört sich die Sorgen seiner Untertanen an. Er vertraut nicht auf Boten, sondern überprüft alles selbst. Ein Herrscher, der sein Reich mit eigenen Augen sehen will. Seine erste große Bewährungsprobe kommt aus Italien. Die Langobarden bedrohen den Papst, der in Rom um Hilfe fleht. Für Karl ist das eine Gelegenheit. Er kann nicht nur seinen Einfluss ausweiten, sondern auch als Beschützer der Kirche auftreten. Mit einer gewaltigen Armee überschreitet er die Alpen, belagert Pavia, die Hauptstadt der Langobarden. Nach Monaten harter Kämpfe kapitulieren sie. Karl setzt den Langobardenkönig ab und setzt sich selbst die Krone auf. Nun herrscht er nicht nur über die Franken, sondern auch über große Teile Italiens. Doch die größte Herausforderung wartet im Norden. Die Sachsen, ein stolzes heidnisches Volk, das sich seit Generationen gegen die Franken auflehnt. Für Karl ist der Krieg gegen die Sachsen mehr als nur ein Feldzug. Es ist ein Kampf um die Einheit seines Reiches, aber auch um die Ausbreitung des Christentums. Über 30 Jahre dauern die Sachsenkriege. Immer wieder brennen Dörfer, werden Festungen gebaut, Heiligtümer zerstört. Immer wieder erhebt sich der legendäre Widukind, der Karls Truppen das Leben schwer macht. Aber Karl bleibt unerbittlich. Am Ende sind die Sachsen besiegt. Ihr Land Teil des Frankenreichs. Ihr Glaube dem Christentum unterworfen. Gleichzeitig führt Karl Kriege im Osten gegen das Reitervolk der Awaren, deren mächtige Ringburgen erobert werden. Mit jedem Sieg wächst sein Ansehen.
Sein Reich dehnt sich weiter aus. Doch Karl weiß, ein großes Reich braucht Ordnung. Er setzt Grafen ein, die einzelne Regionen verwalten, schickt königliche Gesandte, um sie zu überwachen. Er sorgt dafür, dass seine Gesetze bis in die entlegensten Winkel des Reiches dringen. Doch Karl ist mehr als nur ein Eroberer. Er erkennt, dass Macht auch Wissen braucht. In Aachen, seiner Lieblingsresidenz, sammelt er die klügsten Köpfe Europas um sich. Gelehrte wie Alcuin von York bringen neues Wissen, neue Ideen. Schulen werden gegründet, Klöster zu Zentren der Bildung ausgebaut. In dieser Zeit entsteht die sogenannte karolingische Renaissance, eine kulturelle Blüte, die Europa für Jahrhunderte prägen wird. Der Aachener Dom, ein Meisterwerk der Baukunst, wird zum Symbol dieser neuen Zeit. Trotz all seiner Erfolge fehlt Karl noch ein Titel, der des Kaisers. Im Jahr 799 gerät Rom in Aufruhr. Gegner versuchen, Papst Leo III. Zu stürzen. Der Papst flieht zu Karl, bittet um Schutz. Karl handelt entschlossen. Er zieht nach Italien und stellt die Ordnung wieder her. Der Papst kehrt zurück und Karl erscheint als mächtiger Schutzherr der Kirche. Dann kommt der Weihnachtstag des Jahres 800. Der Petersdom in Rom ist erfüllt vom Klang der Gesänge, von Kerzenlicht und feierlicher Stimmung. Karl kniet am Altar. Plötzlich tritt Papst Leo III. Vor, setzt ihm eine Krone auf das Haupt. Die Menge ruft: Karl Augustus, von Gott gekrönt, großer und friedbringender Kaiser der Römer. In diesem Augenblick wird Karl zum ersten westeuropäischen Kaiser seit dem Untergang Roms. Ein neues Kaisertum entsteht, das Karolingische Reich, der Vorläufer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Doch war diese Krönung wirklich überraschend für Karl? Sein Biograf Einhard, ein fränkischer Gelehrter, Schriftsteller und enger Vertrauter von Karl, behauptet, Karl habe nichts davon gewusst. Hätte er es geahnt, wäre er vielleicht gar nicht zur Messe gegangen. Bis heute streiten Historiker darüber, ob das stimmt. Sicher ist nur, mit der Kaiserkrönung erreicht Karls Aufstieg seinen Höhepunkt. Aus dem Sohn eines fränkischen Königs wird der mächtigste Herrscher Europas. Sein Reich reicht von den Pyrenäen bis zur Elbe, von Norditalien bis zur Nordsee. Aachen wird zur Hauptstadt, der Dom zum geistigen und politischen Mittelpunkt. Karls Herrschaft bringt Frieden, Wohlstand und eine neue Ordnung. Mit Karl dem Großen beginnt eine neue Epoche. Er ist der erste Germane, der in Rom zum Kaiser gekrönt wird. Ein Symbol für die Verbindung von Antike und Mittelalter, von römischem Erbe und germanischer Kraft. Sein Vermächtnis prägt Europa bis heute. Wenn du wissen willst, wie aus einem unruhigen Kontinent ein neues Europa entstand, wie Macht, Mut und Visionen Geschichte schrieben, dann abonniere diesen Kanal und begleite uns durch die großen Momente der Geschichte. Denn die Geschichte von Karl dem Großen ist nicht nur die eines Mannes. Sie ist der Anfang einer neuen Welt.